Ich kann den Himmel sehen. Ja, Leute, willkommen zurück zu Genshin Impact. Und, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die... Ja, ich weiß, ich habe in der letzten Folge schon drüber gemeckert, aber vielleicht sollte ich doch lieber die ganzen anderen Filter ausschalten und einfach nur ein Noise Gate drin lassen. Aber dann sind da wieder die Atmer drin und die ganzen Knackgeräusche noch mehr und so. Naja, gut, okay. Dann gehen wir mal in das Zelt und versuchen den, was war nochmal, Cousin von Eula zu retten. Ah, was ich nochmal gesehen habe vorhin. Na, nee, das spreche ich später. Weil Eike sagt ja immer, nein, hör auf mich mal zu erzählen, mach weiter. Nicht so anfangen und so drehen. Bewegung, Bewegung. Ständiger Fortschritt. There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Aha, verstanden. Muss Kristalllampen also wieder zusammensetzen. Okay. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Ah, Lichter. Genau, das haben wir ja vorhin mit den Kisten ja schon gesehen. Das war ein subtiler Hinweis. Genau, wir müssen ja wahrscheinlich mit Lichtspielen hier mal Sachen aktivieren. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. Nicht direkt. Wir haben ein paar Theaterstücke arrangiert mit, wie hieß es nochmal? Den Rabenwächtern. Nee, den Rabenrittern, genau. Ja, genau, in Schloss von Fischl. Es war ganz witzig. I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Sie hat Social Anxiety. Anxiety? Ich kann kein Englisch. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. Stell dir, wie war das nochmal? Stell dir das Publikum einfach nackt vor. Genau. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or when people are staring at me. Ach Gott, Collei hat ja immer noch so, naja, immer noch, hält sich immer noch zurück. Ich hoffe ja darauf, dass irgendwann später in der Story dann man sehen kann, was wir aus den Manga, ist der eigentlich offiziell oder inoffiziell, sehen kann, wenn ihre Energie rauskommt, ne, die Riesenschlange. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. Ja, aber man darf es auch nicht überdenken. Oder zerdenken. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. Ja, genau. Dasselbe hatte ich ja, als ich auf dieser Cosplay-Veranstaltung in Braunschweig gewesen bin, durch zufällig da gelandet bin. Da hatte ich auch manchmal das Gefühl, beobachtet zu werden. Oder dass die Leute irgendwie weiß nicht, oh, stehst du ein bisschen schief da, vielleicht bin ich so krumm oder vielleicht schaue ich da ein bisschen komisch und so. Naja, versteht. Oder dieser Sicherheitstyp, denkt er vielleicht, ich will ja was klauen. Ich will ja die Sachen nur anschauen. Naja. You have many good qualities, Collei. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. Naja, für sich selbst tanzen und vor Publikum ist auch was anderes. I can relate. I know exactly how she feels. Ach, jetzt hat sie eine innere Stimme. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Wenn ihr die Beautiful Moves von Eula mal sehen wollt, dann hier das Video verlinkt, in dem ich mal eingeblendet habe, was so passiert, wenn Eula ein paar Löwenschnäpse zu viel getrunken hat. Wow. Eula's so passionate about this that she's practically glowing now. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? Warum sollten wir das tun? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Ach Mann, Untertitel. Warum habt ihr das schon weggelassen? Oh, no! Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me to warn you again.
Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. Ja gut, dann entriegeln wir mal die Kristalllampe und ziehe sie im Zelt hoch. Achso, was ist das denn? Das war ja einfach. Wird das jetzt hier so eine Zirkusnummer wie... Kennt ihr übrigens noch? Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light. It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. Möglicherweise da, wo der Zielpunkt hinführt? Oder Questpunkt? Genau, ich wollte gerade sagen, erinnert ihr euch noch an Kiss Psycho Circus? Das war so eine Comicreihe und auch ein Spiel. Auf Quake Engine, glaube ich. Ich glaube, das war gar nicht so übel. It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. Das macht Sinn. Ach so. Natürlich gleich da. Oh. Verdammt. Obwohl, ich glaube, mit Collei? Obwohl, da reicht schon Eula allein. Obwohl, warte mal. Moment. Nee, ich könnte nachschauen. Reicht das? Ist das... Nein. Warte mal. War das nochmal? Ah, ich Idiot. Ist das meine Eula oder ist das eine andere Eula? Nee, ich glaube, das ist meine Eula, oder? Ja, doch. Das steht jetzt wahrscheinlich nur zum Probieren aus, weil... Wohl, Eis und, wie sagt man, Ryo und, Denro reagiert, glaube ich, nicht zusammen. Ey! Vor allem, aber Dendro und Pyro dafür. Das war nicht so gut. Ich hätte einfach Aufladeangriff machen müssen. Diese Musik, ich weiß nicht, aber wie soll natürlich so ein bisschen an so hier 20er Jahre gratis, wie heißt das? Gemeinefreie Musik. Also aus Stummfilm, meine ich. That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind then. I was just thinking you two would have a lot in common. Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. Was haben wir denn da? Ah, nochmal 5 Primus. Das wären dann... Oh ja. Und bald die 8500 voll. Ich kann nicht mal richtig reden, Alter. Es ist schon wieder so spät. Hello? Is anyone here? If you can hear me, please help. Ist das hier... War es nochmal Cousin? Ich habe mir älter vorgestellt. Lessig Lawrence? Lessig? Ach so, wie Lessing. Who are you? Who has the audacity to utter my full name? Und warum hat er keine blauen Haare? Oder beziehungsweise blaustrahlenden Augen? You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here? Yo. Huh. Have you come here to mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Ah, wo ist Klee? Die würde das Ganze hier wieder auflösen können. Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Ja, hat ja funktioniert. Siehe, Französische Revolution. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. I don't think he really means it, Eula. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay.
He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Hey, no, wait! Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline after all. Und das macht uns zu was? Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. Ah, sorry, Leute, ich musste da kurz was, da kam gerade was dazwischen. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. Das ist halt so ein Aristokratending. All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Ja, wenn man nicht seinen Stolz oder seine Reputation hat, dann, ja, muss man. Hat man nichts anderes hat, dann, ja, ihr versteht, was ich meine. Here you go. One for Eula and one for Lessig. What is this? Candy? Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Ja, Roma, was? Die Linsen riechen? Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Man hätte ja auch drauf kommen können. Ich meine, hier die liegen ja überall, wie man schon im Hintergrund sehen kann, überall Süßigkeiten. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days and asked me several times regarding how to find you. Oh, werden wir jetzt eine Familienzusammenkunft bekommen? But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Und warum bist du dann extra hierher gekommen? Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Hey, pass auf, Eula, nicht, dass du dick wirst. Ich meine, so eng wie deine Klamotten sind. Also zumindest die Hosen rum. Oh, sure. I still have more. Sorry, I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? Why are you all looking at me? Wir verlieren uns in deine blauen Augen. Oh, nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. Ah, there's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. All right. I'll leave my cousin to you then. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. Und ich werde mich an dir rächen. Das übliche Eula-Ding. Oh, kommt jetzt mit Musik her. Wo jetzt am Ende des Events hier Leute stehen werden und feiern werden? Das wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich, oder? Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. Könnte es vielleicht die Lampe an sich sein? Es fehlt noch ein Lichtwerfer. Wahrscheinlich den auf der anderen Seite. Strange. Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. People change, and people can always make different choices.
Nee, ist schon gelb. Und drehen. Oh, look! There's a water droplet over there! Genau, A hydroidolin. It must have been trapped in the curtain. But at least it seems to be okay. Stimmt, Tröpfchen, so heißen die. Ich vergesse das immer wieder. Ah, wieder ein 2D-Level. Da vielleicht stelle ich mir halt die Frage, hätte ich vielleicht mal, wie ist es nochmal? Wie ist dieses Schwarz-Weiß-Ding? So ein bisschen depressiv, auch so von 2D, von der Seite, mit dieser Riesenspinne. Wie ist das nochmal? Hui! Ach, das ist quasi wie die Röhre in, bei Super Mario. Das erste ist wahrscheinlich so offensichtlich. Ja. Aha. Ah, funktioniert. Achso, geht er wieder zurück. Ach, Idiot. Obwohl, wollen wir mal ausprobieren, was da drin ist? Wahrscheinlich ein Loch. Oh, was ist das? Ah! Yep, dann merkt ihr es. Das ist wie in einem typischen, Rollenspiel. Man muss immer mal in die Ecken schauen, weil da kann immer noch eine Plus-1-Keule liegen. So, und jetzt mal hier durch. Ach, das war da oben, glaube ich, genau, das war, glaube ich, da oben der Geheimweg, wo ich reingekommen bin, oder? Ja. Und dann wieder das gleiche nochmal. So, nee, Quatsch. So, hier muss das einsetzen. Ach so, da vorne ist ja noch ein Gelb. Ah. Stimmt. Ich Idiot. Hätte ich denken können. So kamen wir die schwingen. So, nehmen wir mit. Und setzen die drüben ein. Kann ich jetzt einfach überspringen, oder? Ah, oh, 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 oh. Jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Wird das... Nein! Ah, verdammt. Ich werde denken können, deswegen ist es ja auch da. Dann, was mache ich denn jetzt? Mal teleportieren? Nee, natürlich nicht. Ach so, da hoch. Ah, okay, warte mal, Leute, machen wir mal kurz wieder einen Effekt. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, wenn wir jetzt von hier aus... Warte mal. Ach so, man muss erst auswählen, damit sie dann erscheint. Okay, macht Sinn. So, eingesammelt. Warum erkläre ich das überhaupt? Und jetzt müssen wir wieder... Ja, müssen wir jetzt wieder durch. Okay. So, easy peasy. Lemon squeezy. So, kennen wir ja alles ja schon. Hä? Und durch das Tor. Und jetzt keinen Fehler machen. Jetzt nicht hier stolpern oder sowas. Nein! Oh Gott, du Idiot! Aber ich kann jetzt die Farbe ja schon mal einsetzen. Ethan, bist so doof. So, sammeln wir immer noch mal die prächtige Truhe ein. Wow. And Paimon thought it looked big from the outside. This place is massive! It is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? Oh, another path has appeared! This should be the last level! Ist wirklich wie die TARDIS bei Doctor Who. Übrigens, kennt ihr noch die Folge, wo am Ende der Typ eine Freundin hatte, die was war sie nochmal? Ein Bordstein gewesen ist? Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. So mit dem Gesicht drauf und sie einfach nur quasi unsterblich. Ich glaube, da war sie doch unsterblich. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Ende gewesen war. Ich glaube, am Ende war die wahrscheinlich dann wahnsinnig geworden. Ich bin ein Stein! Ein Gesicht mit einem Stein, verdammt! The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar before? Haben wir das?
No, I haven't. I have. I've gone there a few times with Master Tainari. Ach, dem Bazar, genau. The place is bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Nilu perform her dance. Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. Eula, die den Tanz von Nilo nachmacht, das würde ich auch gern sehen. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. Wir waren... Wo waren wir denn? Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. Und deswegen macht man sie ja auch. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. Ja, immer die Voraussetzungen oder Ansprüche, die Eltern an einen stellen. That's almost the exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. Das hat Cartman auch festgestellt. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. I finally had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Genau, du hast das hier alles erschaffen, das ist ja auch was. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Collei. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. Moment, übernimmt Collei jetzt hier die Funktion von Klee aus der letzten, aus dem letzten Kapitel? It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Oh, what are you trying to say? Jetzt sag nicht das Falsche, sonst werde ich werde mich an dich rächen. Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. Ja, dann ziehe die Kristelllampe, Kristelllampe. Kann ich mal richtig Deutsch. Weiter. Wie weit geht denn das doch hoch? Obwohl, da oben scheint jetzt zu Ende sein. Und der Pianospieler, der legt wieder los. Und Charlie Chaplin fliegt auf die Nase. Okay, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es schon ein bisschen spät. Also jetzt gerade. Vielleicht für euch jetzt nicht gerade. Wie sagt man? Guten Abend? Nee, guten Morgen, guten Mittag, nee, guten Abend, nee, guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Also, ja, bis dann.